Ja, hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Tesla-Effekt aus der Tex-Murphy-Reihe. Und jetzt muss ich wirklich zum ersten Mal mit dem Spiel meckern, weil der Code für den Save steht auf diesem Bild. Und ich hab in der Lösung nachgeguckt, weil ich wollte jetzt nicht ewig hier rumdappen und alle Schubladen 20 Mal öffnen. Ja, und muss ehrlich sagen, ich kann ihn nur lesen, weil ich es weiß. In der Mitte kann man eine 7 erkennen. Okay. Und links davon, also hier steht, also hier ist die 7, hier steht eine 3 und das hier ist eine 6. Es wird jetzt auch nicht sichtbarer dadurch, dass man das, ja, die 3 und die 7 wird sichtbarer, aber die 6 nur nicht wirklich, wenn man sie anleuchtet. Ja, jetzt bin ich also, ja. Erster Kritikpunkt nach so viel, jetzt falle ich hier runter. Erster Kritikpunkt nach so langem Spiel, okay. Also es gibt Spiele, die leisten sich mehr davon. Aber ja, das hätte nun echt nicht sein müssen. Ne? 3, 7, 6. Wunderbar. Und wir bekommen Security card. eine Sicherheitskarte. Gucken wir uns dann gleich mal an. Another security card. Like I haven't seen 1,000 of these in my lifetime. Okay. Eine weitere Sicherheitskarte, als ob ich davon nicht schon 1.000 in meinem Leben gesehen hätte. Ja, gut. Und ich habe noch was anderes nachgelesen. Da weiß ich jetzt allerdings nicht genau, wie das in der Umsetzung ist. Es gibt hier einen Lichtschalter. Ach, jetzt, da oben ist unsere Lampe. Da ist unsere Lampe. Ne? Die da ist da oben. 20. Und das heißt, und hier soll es dann einen Lichtschalter geben. Da. Ja, Augen auf beim Eierkauf, ne? Wir nehmen dann also so einen Topf. So. It's a big sack of seeds. Können wir den da hinstellen? Man, I don't even know what I was trying to do. Oder müssen wir die Lampe erst anmachen? Unsere hochradioaktive Lampe brennt jetzt. The XBR 1000 light shines brightest right here. Okay. Dann stellen wir so einen Topf dahin. Ja, das nenne ich doch mal ein Ergebnis, ne? I need something to cut off a valerian blossom from this plant. Gut, dafür schleppt man ja schon diese Schere Good for gardening. ewig mit uns rum. Achso, wir haben es sicher aufgenommen. Well, that might come in handy. Ja, es reicht offensichtlich. Was bist du? Eine Baldrianpflanze. Valerian flowers, when placed in a vial and combined with alcohol, could be used to create medical ingredients. Ja, das hat man ja dann am Telefon schon gehört. Wenn Baldrianpflanzen zusammen mit Alkohol in eine Ampulle gegeben werden,
können sie zur Herstellung medizinischer Wirkstoffe verwendet werden. Ja, das probieren wir dann doch mal. Können wir den Alkohol mit der Ampulle kombinieren? Oh, for crying out loud! Herrgott, nochmal. Kann man die Pflanze mit der Ampulle kombinieren? I guess luck counts for something. Anscheinend macht Glück auch was aus. Ja, das müssen wir dann. Well, I'm almost there. I just need to add some alcohol to bring out the medicinal ability of the valerian flowers. Ja gut, da hätte die Reihenfolge ja eigentlich nicht so die Rolle spielen sollen. Aber ich bin fast soweit. Ich muss nur noch ein paar Tropfen Alkohol hinzugeben, um die medizinische Wirkung des Baldrians hervorzubringen. Dann tun wir das doch mal. Nehmen wir den guten selbstgebrannten. I'm experiencing a sensation altogether new to me, and frankly, I love it. Ja, und unser Smart Alex ist begeistert. I need to place this in a chemical mixer to create medicine for Mantis. Mantus, genau so heißt er ja, Mantis. Ich muss das in einen chemischen Mixer geben, um die Medizin für Mantis herzustellen. Ja. Ja. Hätten wir vielleicht sehen können. Oder auch nicht. Das heißt, wir haben hier im Haus alles gelöst. Schön, dass das Feuer weiter brennt. Und wir gehen mal in den Keller, ne? Oder was das auch immer sein mag hier. Auch interessant, ne, dass wir im Sumpf so einen Keller graben können. Was ist denn das? Ich wollte gerade sagen, so ein Keller müsste ja relativ feucht sein in so einer Sumpfgegend. Ja. Hier haben wir also ein Rätsel. Something tells me no one was coming in here for cheap eye surgery. Something tells me no one was coming in here for cheap eye surgery. Dass niemand wegen einer günstigen Augenoperation hingekommen ist. Ja. Oh, wir können ein Licht anmachen. That Morlock hologram kills anyone who gets too close to the door. You need to find a way to short-circuit him. Das erste tödliche Hologramm, was wir kennen. Naja, dann schauen wir mal. Ja, hier, das hat ja eine Verbindung in die Richtung. Ne? Vielleicht ist unser Hologramm, das scheint ja irgendwas mit Flüssigkeiten zu sein. Vielleicht ist unser Hologramm ja wasserscheu. This drain perfectly symbolizes my life. Der Abfluss symbolisiert perfekt mein Leben. Ja. Gut, dann schauen wir mal hier, wie wir das hier in den Griff bekommen. Ach, wir können, während wir das Rätsel lösen, die Taschenlampe anschauen. Das ist ja schon schön. Hier ist grün, da ist grün. Und hier sind 3 rot in der Mitte. Wir haben hier einen Wasserstand. Und das Rohr geht ja da weiter. Das heißt, vielleicht kriegen wir noch ein Hemd hier. Mal gucken. The valves are broken and blocking water flow. I need to adjust them to allow water to flow freely through the pipe. The valves are controlled by the wheels at the bottom of the box. Die Ventile sperren den Wasserdurchfluss. Ich muss so einstellen, dass der Wasserdurchfluss gegeben ist. Ja, und das geht dann hier weiter und fließt in Richtung von unserem Hologramm und
löst doch hoffentlich einen Kurzschluss aus. Einfach mal ein bisschen rumzuprobieren. Ne? Ich könnte jetzt nicht den Mechanismus erklären, aber es scheint effektiv zu sein. A word to the not so wise, the water still has electricity running through it. Oh. Sehr schön. Wow, that pipe has a big hole. Ja, das war wohl ein Loch. Und das hier. Gott, was da unten drunter? This drain perfectly Ach, symbolizes da my unten drunter ist life. mein Leben. Was haben wir hier? Warning, Power Failure System Define. Ja, das war ja, glaube ich, dann irgendwie so unser Ansatz, ne, das Hologramm kurz zu schließen. It's a card reader, and I'll need the electricity to be on for it to work. Also, Wasser ist weg. Strom können wir wieder anschalten. Swipe Card to Enter. Ja, die Auswahl ist ja nicht so groß. Wir haben ja nur exakt eine. Die benutzen wir dann nochmal. Und sieh da. Es lässt sich öffnen. Yeah, Margaret made sure this place was soundproof. Ja, Margaret hat dafür gesorgt, dass der Ort schalldicht ist. Warum auch immer. Das können wir angucken. Looks like something unethical happened in here. Es scheint etwas Unethisches passiert zu sein. Ja, die ganze Sache. Looks like something unethical happened in Ja, here. mir scheint die ganze Sache hier, diese Versuche mit den Mutanten, die waren ja auch recht unethisch. There's more books in here than in my county library. Cursed government spending cuts. Ja, es gibt hier mehr Bücher als in der Stadtbücherei. Haben wir hier irgendwie was? Oh. Das To Advance Photography. Ja, der Wardenclyffe Tower, da hatten wir mal einen Hinweis drauf. Oh, ein Rätsel, oder? Ach, hier, wie süß. Patient plus Spritze gleich Frieden. Ja, das ist doch mal schön gemacht, ne? International verständlich. Und ja, ich schätze mal, da stecken wir jetzt unsere Ampulle hier rein. 3, 0. It's a chemical mixer for creating medicine. I'll need to place a vial filled with alcohol and valerian flowers in here to create medicine for Mantis. It's a chemical mixer for creating medicine. I'll need to place a vial filled with alcohol and valerian flowers in here to create medicine for Mantis. Ja, aber irgendwie scheint das hier ja noch irgendwelche Funktionen It's a zu chemical haben. mixer for creating medicine. I'll need to place a vial filled with alcohol and valerian flowers oder in here auch to nicht. create medicine for Mantis. Dann machen wir. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen. Well, hell, that ought to do it. This medicine should control Mantis's pain. Müssen wir jetzt hier noch was einstellen, dass wir hier auf 2 gehen? Oder. Nö.
Ja. Okay, und? Not much here except for a chemical mixer. Ja. Müssen wir den irgendwie noch anschalten oder sowas? Der irgendwie... Ja, Details. Was haben wir hier? Vielleicht fehlt dem Ding auch Strom. Hier haben wir ein Ding. Über das es keine Informationen gibt. Gibt es irgendwas hinter dem Ding? Sieht so aus, als wäre das gekappt worden, aber auch darüber haben wir keine Informationen. Aber dafür leuchtet es noch erstaunlich gut, ne? Dafür, dass es nicht mehr die Kabel herausgerissen sind. Oh, hier haben wir noch einen Helm. Was ist Now das? there's something you don't typically see in a residential home. Das ist Now there's something you don't etwas, typically see in was a man in der Regel residential nicht mehr home. im Wohnhaus zu sehen bekommt. Ja. Now there's something you don't typically see in a residential Sieht ein bisschen home. aus wie eine Rohrmühle. Ne? Hier haben wir noch ein rotes Spinnweben. Now there's something you don't typically see in a residential home. Das ist noch ein bisschen größer als wir dachten, das Ding. Was ist das hier zur Hölle? Ja, aber auch dazu kann unser Text uns nichts sagen. Ne? Ja, da haben wir noch ein witternden Blut. Just the place to conduct some business. Genau der richtige Ort, um Geschäfte zu machen. Just the place to conduct some business. I've assembled the spirit radio. Tonight will be my first attempt to contact my husband. The radio is working. I hear voices that are incoherent, eerie, and tantalizing. There must be some way to amplify the power. My last attempt was a near disaster, similar to what happened to Tesla back in 1899. The frequency caused a vibration that increased until I thought the house would split in two. I had to smash the radio. Now I have to start all over. I don't want to get my hopes too high, but I believe I've made contact. I brought the radio into the lab, and I swear that being close to Charles's cryo chamber has intensified the signal. I'm sure it's his voice, but I can't understand what he's saying. I've recorded hours of the voice and had experts analyze the audio from every angle. We've deciphered 3 words: void, return, immortal. I've reached an impasse. I wonder if the Tesla egg, could it amplify the radio's power? It's been weeks since I've heard Charles's voice on the spirit radio. I wonder if the Gideon parasites have moved ahead without me and brought him back to life. It's been years since I made an entry in this video journal. Charles is dead and lost to me forever, and I will die soon. The translator lives, and one way or another, whoever sees this, Mantis, Mason, it's up to you to stop the translator. Stopping the translator isn't going to be easy, and the Tesla egg and spirit radio seem to be the keys. Somehow the information Margaret Leonard took to the grave needs to be uncovered.
possible? I have an eerie feeling it is. Ja, hier fuscht die doch an den Mantis rum. I've assembled the spirit radio. Tonight will be my first attempt to contact my husband. The radio is working. 2040 hat sie I damit hear angefangen. voices that are incoherent, eerie, and tantalizing. Ja, und 43, There must be some way to amplify the power. 43 hat sie sich dann gefragt, Stopping the translator isn't going to be easy, and the Tesla egg and spirit radio seem to be the keys. Somehow, the information Margaret Leonard took to the grave needs to be uncovered. Is that even 43 possible? I have an eerie feeling hat it sich dann is. gefragt, ob das Ei diese Signale des, das gemeint ist da wohl ein Empfänger für übersinnliche Botschaften, das verstärken könnte. Dann hat sie ein paar Worte verstanden. Gut, hier haben wir einen Karton. Da gucken wir mal rein. It's my apartment from my old UI of U days. Mein Apartment aus meiner alten Uni-Zeit. Hey Tex, du warst an der Uni. Ich bin... Das ist interessant, ne? Ich kann das Ding angucken und da liegt eine Nadel drin oder sowas. It's my apartment from my old UI of U days. Aber mit der kann ich nichts anfangen. Ja, und hier haben wir wieder Blut. Looks like something unethical happened in here. Das haben wir ja gesehen. Da wurden dann Experimente gemacht mit dem guten Mantus. There's blood all over the floor. Doesn't look fresh, but it's troubling. Ja, da bin ich ja froh, dass es nicht frisch ist. Looks like something unethical happened in here. Ja, dem guten Mantus hat sie irgendwas Looks like eingepflanzt. something unethical happened in here. Ach, ja. Looks like something unethical happened in here. Was haben wir denn hier This noch? machine monitors electrical activity in your heart. Das Maschine überwacht die Herzaktivität. This machine monitors electrical activity in your heart. Ja, was mich jetzt aber irgendwie ein bisschen fertig macht, ist, dass unser Gerät hier nicht funktioniert. Aber irgendwas im... Ach, das Ding hat schon funktioniert. Einfach so. Well, hell, that ought to do it. This medicine should control Mantis's pain. Okay. Ja, das war jetzt natürlich so ein bisschen... Dann gucken wir uns mal diesen Helm hier an. Dann können wir den aufsetzen. That's the interocitor IQ measurement system. I should try this baby out and see what a genius I am. Don't, Tex. You may not like what you find. Dr. Zaius was right. A man like you is inferior to the simian in every way. Ja, können wir es aber wiederholen? Ja, tatsächlich. That's the interocitor IQ measurement system. I should try this baby out and see what a genius I am. Don't, Tex. You may not like what you find. Kommt er denn jetzt? Habe ich eben nicht drauf geachtet. Dr. Zaius was right. A man like you is inferior to the simian in every way. 10 bis 19 IQ. Glass is shattered. Was something trying to get in or out? Okay. Hatten wir die Information eben schon? Nee. Was passiert Glass is shattered.
So eine Was something trying to get in Chamber. or out? Gut. Wir haben die Injektion. Wir wissen jetzt ungefähr, was hier gelaufen ist. Wir wissen immer noch nicht, was es war am Boden ist. Ja, dann müssen wir jetzt irgendwie noch Kollege Mantis über den Weg laufen, ne? Gucken, wo wir den finden. I waited near the front door, ready for him to show up, but not as ready as I should have been. Sorry. I can't control it. Ja, das Offensichtliche sagen, eine Vereinbarung treffen, das Offensichtliche ignorieren. Ja, was ist denn das Offensichtliche, dass er es nicht kontrollieren kann? Aber da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht drauf rumhacken, ne? Tell you what, give me the Tesla egg, we'll call it even. You're the one that prays, aren't you? Yes. I am Mantis. Religiöser Glauben, gewöhnliches Genie, Bewährungsprobe für Detektiv. Was hat er eben gesagt? Er betet das Ei an? Oder? Ja, dann probieren wir es mal mit religiösem Glauben, ne? Mantis, as in praying mantis. Yeah, serves me right for not being religious. That was Margaret's code. So she did send you. It just seems strange she took such a risk coming to see you. So she could give you the injection. How do you know about that? Because I was there. And she wanted you to forget everything you had done. Yeah, well, she pretty much accomplished that. Yeah. And here you are. Seems kind of strange. Strange? You know what I find strange? I saw a video of Margaret torturing you. She wasn't torturing me. She had been helping me for a very long time. But you're a Morlock. She made you this way. You can't blame her. I chose this path. I volunteered to take one of the greatest technological leaps of all time, crowd technology. I was one of the founding members of the Tesla Legacy Society. Along with others, I allowed myself to die and be brought back. We dreamed of waking to a world reborn. But we found ourselves worse off than before. And worst of all, we no longer were the people we had been. The cryosleep had unforeseen complications. Well, at least cryogenics is now partially covered under major medical. Only a few of us escaped the physical deformities from the freeze. Worse is what it did to our minds. Drove us to madness. So how come the Tesla Society hasn't taken care of you guys? Certainly the burden shouldn't just fall on Margaret. The Tesla Legacy Society and its creations are no more. So what happened? I mean, I know a little of your history since Charles Johansson joined you. Johansson. I believed in him once. He was our martyr. We carried his work to the foot of his holy cryo chamber. We knew that one day he would return to take us to this glorious future. And he did return. Yeah, he was now the translator. He was delusional only as the greatest zealots are. He believed he knew the will of Tesla. He was going to create a gateway, a celestial conduit between heaven and earth. He called it the immortal coil. Gotcha.
He was determined to build it at any cost. And in the end, we banished him from the society. But he didn't stay banished. Months later, he returned with a small group of men, led by the one known as Slade. They attacked the facility, sparing no one. I saw Slade himself put a gun to my wife's head while she begged for her life, and he pulled the trigger. When it was over, they removed every trace of the Tesla Legacy Society. Its files, its equipment. There was only one thing left behind. And that was? A key bit of information. The spirit radio frequencies. They were stored in the clouds that Charles never knew about. And these were important. It may be the only way to stop Charles from activating the immortal coil. And that would be... bad? It's very bad. As in splitting the planet in two bad. I'll tell you where to find the egg. But I need you to find those frequencies first. Before I head off to the Tesla Legacy Society, I get a call from Thompson Ald inviting me over to his house. Sounds like he's ready to talk. Any luck locating the spirit radio? I've got some leads, but it all seems to tie to something called the immortal coil. I found something that you might find interesting. They did some experiments with interfacing brain circuitry. You might have been one of the first test subjects. I'm sorry. Memories are simply electronic impulses, and we are the sum of our memories. Now, on a cellular level, you're a completely different person than you were 7 years ago. But your essence is exactly the same as it was that night with Chelsea outside of the Golden Pagoda. How do you know about Chelsea? Well, first, and you may already know this, Chelsea is Margaret Leonard's daughter. Now, Margaret had lost her husband, and she was overwhelmed. So she put Chelsea in the care of a mutant family, the Bandos, and then tried to forget that she'd ever had a child. That's pretty cold. Well, it was a decision that she's regretted for decades. And years later, when she found Chelsea living at the Ritz, she rented a room so she could be close, but never revealed her true identity. Yeah, and that's why we got abducted. Now, Margaret was being funded by Gideon Enterprises, and an opportunistic manager named Dalton Fisk found out that Margaret's husband had stolen some very important documents. The Tesla cache. Dalton tried to force Margaret into reanimating Charles, but she refused and then disappeared. But then Dalton discovered that she had a daughter, and he came after her. Now, this much I can tell you. She's alive and well and living a new life. But I hope you'll understand that even if I could tell you more, I wouldn't. Margaret was so frightened for Chelsea, she gave her away. I mean, if I have to, I will too, because I never want to put Chelsea's life in danger. I'm glad that you see it that way. It's really for the best. And now you have your own new life to lead. Which reminds me, I meant to get you the canister. Yeah, except I can't remember my new life. Well, maybe that's not such a bad thing. But if you decide to use the spirit radio to try to get answers, you'll need help. Wait here. This is where I come in. How about we go get that cryo chamber with old Maggie's head in it? We can't let him have it. Hold on, partner there. No need to get violent or anything. Let's just see if we can work this out, okay? Oh, up there, is it? You're hurt pretty bad. We've got to get you to the hospital. No, you have to stop him. If they get inside her head, it will undo everything that Mason was fighting for. Look, I know what they're after, and I think I can beat them to it. It's the Tesla egg, so let's just get you out of here. Go! Go! You're coming with me. Come on. I couldn't shake the look of fear I saw in Alt's eyes as he was lying in a pool of his own blood,
Slade had blown a hole through the little man without even a second thought. Could I really have been partners with someone like that? Maybe I did change over the last 7 years, but if I did, it has to be possible to change back. I need a weapon I can use against these psychopaths. I knew my only hope was somewhere at the Tesla Institute. Slade's trumped me at every corner, but the ace may be at Tesla. Ja. Willkommen in Tag 8. Und wieder hat uns diese Videosequenz eine sehr überraschende Wendung gebracht. Chelsea lebt und sie ist die Tochter von Margaret Leonard. Und deshalb auch in Gefahr. Und wir sind jetzt nach Panama geflogen. Ich gucke mal gerade, ob wir das hier machen. Da jetzt halt nicht. Das auch nicht. Wir sind Tag 8. Der versteinerte Wald. Das ist unser Pfad. Karte. Teslas Erbverein, Landeplatz. Ja. Tesla Society. Ja, und die Tesla Society hat sich dann halt geopfert, um diese Erfindung da hinzubekommen. Ja, da passiert immer unheimlich viel in diesen Sequenzen. Wir müssen jetzt also diese Frequenzen finden und bekommen dann den Hinweis auf das Tesla-Ei, das Tesla-Fabergé-Ei. So hat das uns der Mann Mentes erklärt. Gut. Wie gesagt, ich glaube, wir sind hier in Panama. Das sah ja auf der Karte so aus. Pardon. Und ja, Panama gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis demnächst. Tschüss.